that light is coming from the sun, then they are always afraid if this source is exhausted, what will happen to us? So from time to time they publish that the helium gas is going to be exhausted in the sun so many millions of years, and after that we will have no sun. It is ridiculous. Because they do not they do not know about this dimension. That sun is not, our sun is only the lens for this source. So it is the formula for every solar system. It is the same formula. So that is what, and this Gayatri Mantram connects us to that source. So it can go to that source because it is what it is up to us. It is coming to every atom, every being. So this is when we utter and meditate, then we will realize this. Also das trifft auf, diese Formel trifft auf alle Sonnensysteme zu, die es gibt. Alle sind gewissermaßen Linsen, die das Licht empfangen aus der einen Quelle und es weiterleiten und jeder ihr eigenes System erhält. Dieser Aspekt ist von der Wissenschaft heute noch nicht als solche erkannt. Sie beschäftigen sich eben mit dem Helium in der Sonne und so weiter. Aber was er uns jetzt beschrieben hat, spielt sich in einer anderen Dimension ab. Das Gayatri Mantram ist jenes Mantram, das uns mit dieser Quelle hinter der Sonne verbindet. Und das ist die Quelle, die nicht nur für unsere Sonne wirksam ist, sondern auch für alle Sonnensysteme. I will answer the question at the end. You wait till the end, then I will answer first. Let me continue this. So every one of us is a spark of this light. Jeder von uns ist ein Funke dieses Lichts. The one light, we are the spark of the one light. Das ist ein Licht und jeder von uns ist ein Funke dieses Lichts. And the same light, just like how it uses the sun as a lens, it also uses our body also like a lens. Dieses eine Licht benutzt die Sonne wie eine Linse, durch die es sich projiziert. Auf dieselbe Weise benutzt dieses Licht auch unseren Körper als Linse, durch die es sich ausbreitet. And it is expressed through our buddhi, our mind and also our senses. Und es drückt sich aus über unseren Buddhi-Aspekt, unser Denken und unsere Sinne. And when this light descends into the individuals, wenn dieses Licht ins Individuum eintritt, then it makes the individuals behave as different. One is different from the other. Dann bewirkt das, dass sich diese Individuen bewegen, wie wenn sie voneinander verschieden wären. Also jedes ist ein Teil für sich. And therefore each individual has his own thought forms. So this is once again a phenomenon of diversity of the one source. Und jedes Individuum hat seine eigenen Gedankenmuster. Just like how when you project the ray of the sun through a prism, you have the spectrum. In the same manner, it acts as so many individual thinkings and individual experiences like that, even though it is one.
Genau wie wenn wir Licht auf ein Prisma lenken, dann fächert sich das auf in die verschiedenen Farben. So verhält es sich auch mit den Individuen. Sie erscheinen als verschieden und doch sind sie alle eins und stammen aus der einen Quelle. And Gayatri is also one of the main meters of the prosody of Vedas. Gayatri ist auch eines der wichtigsten Versmaße in den Veden. And this meter, actually the meters exist in creation because meter means measure. The meters are the meters in the poetry. They are identified from the meters in the creation. Das Versmaß in unserer Dichtung ist ein universelles Phänomen, also diese Maße werden im Universum, in der Schöpfung bereits, das Maß ist da schon vorbestimmt. So in the prosody, in the poetry of this also, there are meters, and these meters, they are because they are identified according to the number of syllables, and this is also in accordance to the cosmic formula. Man unterscheidet die Versmaße voneinander aufgrund der Anzahl Silben, die zusammengestellt werden. Auch das entspricht einer kosmischen Formel. And this meter Gayatri was identified for the first time by the same Vishwamitra. He has identified this as the cosmic formula in the creation, and then he brought this meter also into this prosody and in the poetry in the Vedic texts to bring these revelations using this meter. Das Versmaß von Gayatri wurde von Vishwamitra beschrieben und es ist eine gewissermaßen eine kosmische Formel, die durch ihn, durch das Gayatri in die Schöpfung gebracht wurde und auch dann in den Veden als Versmaß benutzt wird. Because all the phenomenon of all the work of the planetary intelligences and all the intelligences is in the form of, it is a music, it is divine music, because it is very orderly, very precise, very cyclic. So it is like a song, like a music. Das ganze Wirken der Planeten ist wie eine göttliche Musik. Alles spielt sich ab in einem gewissen Maß und einem Rhythmus. Es entspricht einer Musik. And the Lord consciousness expresses himself also in the form of the cyclic order of what we call the year. Because the time scales are also very precise, very metric, because according to the meters. And so this is the year is also visualized. And this Vishwamitra has visualized this year as the expression of the Lord with 24 letters. And this he called Gayatri. Das göttliche Bewusstsein manifestiert sich auch in einer zyklischen Ordnung, zum Beispiel des Jahresablaufes. Auch das ist wie ein Maß und sehr präzise in der Abfolge. Das Gayatri ist eben das Versmaß der 24 Silben und hat mit dem Jahresablauf zu tun. So first he visualized this
in the cosmic phenomenon, and then he took this as a formula and he brought this into the meter Gayatri to the mantras which also explain this cosmic phenomenon. Hat dieses Phänomen zuerst visualisiert und dann diese kosmische Formel erkannt und sie dann in die Form gebracht, dieses Gayatri Mantra, das gleichzeitig eine Erklärung für diese kosmischen Phänomene ist. The lunar year, when you observe the lunar year, there are 24 lunations. Wenn wir den Jahreszyklus des Mondes betrachten, dann haben wir 24 Vollmonde. The 12 full moons and 12 new moons. Also No. Mondzyklen. Nicht Vollmonde. Ja, Mondzyklen, Entschuldigung. Ja, doch im Jahr. Aber Mondzyklen. Ja, Neu- und, Ja. Neu- und Vollmond Ja. sind 24. Ja. And these are symbolically explained as the 24 pillars of the temple of the air god. Das sind die, symbolisch wird das erklärt als die 24 Pillars. Säulen Ja. des Tempels des Jahresgottes. And it is described that 12 are black and 12 are white in alternate succession. Es werden 12 als schwarz beschrieben, 12 dieser Säulen sind schwarz, 12 sind weiß. Also genauso wie unser Neumond, Vollmond und Neumond Vollmond. und Vollmond. Und darfst du das noch mal sagen? Ich habe das nicht richtig verstanden. Also, die Säule, was sind die Säule? das ist ein Symbolbild von diesen Säulen. Und es beschreibt das Jahr in der Mondphase gerechnet. And these 24 are taken as visualized as the 24 letters, 24 syllables. Und diese Phasen sind auch dargestellt in den 24 Silben des Gayatri-Maßes. So when he observed this phenomenon, then this rhythm of the 24 syllables, he named it as Gayatri. Und eben dieses Maß von 24 Silben hat Vishwamitra als Gayatri benannt. And thus he has given this mantra also in 24 syllables. Und deshalb ist auch besteht das Mantra aus 24 Silben. So it is in 3 padas, that means in 3 lines. In each line there will be 8 letters, so 3 into 8, 24. Es besteht aus 3 Zeilen und jede Zeile enthält 8 Silben. Das gibt 24 zusammen. And when we utter this mantra, Gayatri mantra, in a proper manner, and then what happens is, when we utter and when we utter and listen to it, we have to utter, we have to listen, both. If we utter just like a tape recorder, it is not use. You have to listen, you utter and listen to it. Wenn wir dieses Mantra rezitieren, dann sollen wir das nicht mechanisch einfach runterraspeln, sondern wir sollen das aussprechen und zuhören. Because when you listen while uttering, then your mind automatically gets dissolved into it. Wenn wir nämlich gleichzeitig das aussprechen und hören, dann richtet sich unser Denken danach aus und löst sich in dieser Energie auf. Then our consciousness is liberated from the layers of self-conditioning. Das befreit unser Bewusstsein von den Schichten der eigenen Konditionierung. And also it is mentioned by the masters that when you are uttering this mantra,
at the time of before sunrise, at the time of sunrise, and at the time of sunset, after sunset, then you keep uttering this, contemplating your mind upon that light, the one source. Die Meister erklärten auch, dass es sehr wirksam ist, wenn man dieses Mantra zur Zeit des Sonnenaufgangs und zur Zeit des Sonnenuntergangs rezitiert. Dann bleibt das Denken auf dieses Licht We have to meditate while we are uttering. fokussiert. While uttering this mantra, we have to meditate that the light is there within us and the same light is there around us. Like this we have to meditate. Und wenn wir dieses Mantra sagen, dann sollen wir darüber meditieren, dass dasselbe Licht in uns und um uns vorhanden ist. I told you there are, in this Gayatri meter, there are 3 padas. Pada means each line is called pada. Generally in the stanzas you have 4 padas, 4 lines, but in this meter of Gayatri you have 3 lines of 8 letters each. Hat uns schon gesagt, dass es aus 3 Zeilen besteht, dieses Mantra, mit je 8 Silben. Normalerweise hat ein Vers 4 Zeilen. And these 3 padas, they represent the 3 seasons in the tropical zone, the 3 main seasons, that is the summer, the rainy season and the winter season. Diese 3 Zeilen beschreiben auch die 3 Jahreszeiten, die in den Tropen die wichtigsten sind, nämlich den Sommer, den Rainy season. Sommerzeit und den Winter. Summer, rainy season and winter. And so each of them you have 4 months. Jede dieser Jahreszeiten erstreckt sich über 4 Monate. And then each month has 4 of full moons and 4 new moons. So totally 8. So each month has 8. So 3 into 8, 24. In jeder dieser Jahreszeit gibt es 4 Vollmonde und 4 Neumonde, also 8 Mondzyklen. Und 3 mal 8, 24. And these 3 padas, because as I told you there are 3 padas in this mantra, 3 lines. Diese 3 Zeilen. So these 3 padas, they also indicate, they also apply to the 3 utterances. Und es beschreibt, diese 3 Zeilen kann man auch beschreiben als die 3 Stufen der Äußerung. And these 3 utterances, they are in 3 planes. Das findet auf 3 Ebenen statt. And these 3 planes, one is the plane of matter in us, Die Ebenen, die damit zu tun haben, als erste die Ebene der Materie, and the plane of force, dann die Ebene der Kräfte and then the plane of consciousness. und die Ebene des Bewusstseins. So matter, force and consciousness, these are the 3 which are working as the cosmic, solar and planetary planes.
diese drei Ebenen sind wirksam in uns als die planetarischen, kosmischen Ebenen. And our spiritual is the consciousness is the plane of spiritual light. Zum Beispiel die Ebene des Bewusstseins entspricht dem spirituellen Licht. Then here we have the intermediary plane called the etheric. Die Ebene der Kräfte entspricht der ätherischen, der Ätherebene. And then here you have the earth, which is material plane. Und die materielle Ebene entspricht der Erde. So these three are called, the first one, the earth or material plane is called Bhu. Also diese drei Ebenen haben auch Sanskrit-Namen, nämlich die Erde heißt Bhu. And then the etheric plane of the force is called Bhuvaha. Die Ätherebene hat den Namen Bhuvaha. And the the consciousness plane, the spiritual, where the spiritual light shines, is called Suvaha. Und die kosmische Ebene, in der das Bewusstsein beheimatet ist, hat den Namen Suvaha. That is what we utter. Before we utter actual Gayatri mantra, first we utter Bhu, Bhuvaha Suvaha, Om, Bhu, Bhuvas Suvaha. That is what we utter every time. So that means we are making this, first we are making the utterance in all these three planes. Because we are existing in the plane of matter. That is why we start with Bhu. And like a ladder, from Bhu, from material, we get into the Bhuvaha, the next plane of consciousness, the next plane of force, and then we further go up into the level of consciousness, Suvaha. So that is why we utter these three, Bhu, Bhuvaha, Suvaha. These are the three utterances. Am Anfang des Gayatri-Mantrams, bevor wir das effektive Gayatri-Mantram sprechen, sagen wir auch sprechen wir auch diese Silben aus, dieses Om, Bhur, Bhuva, Suvaha. Und das ist eine Anrufung dieser drei kosmischen Ebenen der Materie, weil wir in der Materie vorhanden sind und der Ätherebene und der Bewusstseinsebene. So the actual mantram of Gayatri starts from Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. That is, the 24 letters are counted from there. Tat Savitur, from Tat. But without uttering these three, if you utter that, you are where you are. Because in these three planes, first we have to make these three utterances, Om Bhur Bhuva Suvaha. And then you can enter into this. And that is why these are always given together. But some people mistake that when you said 24 letters and they start counting from Om Bhur Bhuva Suvaha. And then they say, oh, there are more letters than 24. But they do not understand this. Also das eigentliche Mantram, Gayatri-Mantram beginnt erst nach dieser Anrufung, dieser drei Ebenen. Und wir müssen unbedingt an den Anfang diese drei Ebenen anrufen. Ohne diese kann das Gayatri seine Wirkung nicht entfalten. Es gibt Leute, die sich daran stoßen, die denken, ja, also da hat es ja viel mehr als 24 Zeilen drin, also da stimmt ja was nicht. Aber das ist eben nicht für alle zugänglich. And each of these
these planes, the plane of matter, force and consciousness, they are governed by different groups of devas. Über diese drei Ebenen regieren verschiedene Gruppen von Devas. So this plane of matter is governed by the group of devas who are called Vasus. Über die Ebene der Materie gebieten die Devas, die sich Vasus nennen. They are called the lords of materialization. Es sind die Herren der Materialisierung. And they are 8 in number. Davon gibt es 8. So why there are 8 letters in each pada is because of this. Because this is all cosmic logic. You cannot change it. Es gibt diese 8 Silben in jeder Zeile. Aufgrund dieser Formel der 8 Vasus, der 8 Devas für die Materialisierung. So this plane is called Bhuloka. Bhuloka means the plane of matter. Diese Ebene nennt sich Bhuloka, nämlich die Ebene der Materie. So Vasus are responsible for this Bhuloka. Für diese Ebene sind die Vasus verantwortlich. And the movement, because when this has to be moved, the movement is due to the plane of Bhuvaha, or the plane of force. Bewegung hat zu tun mit der Ebene des Äthers, mit der zweiten Bhuvaha. And the lords that govern this plane are called Rudras. Die Herren, die über diese Ebene gebieten, sind die Rudras. They are 11 in number. Von ihnen gibt es 11. And then the plane of consciousness, because without consciousness there is no force, no matter, because it is the consciousness that manifests the force and matter. So the plane of consciousness, which is called Suvaha, this is governed by the group of devas called Adityas. Dann zur Ebene des Bewusstseins. Vom Bewusstsein geht alle Aktivität aus. Ohne dieses gibt es die anderen nicht. Dies ist von den Herren der Strahlung regiert. Und es gibt 12 davon, die Adityas. Das heißt, es strahlen. Ja, das jetzt noch sagen. So it is in this plane of consciousness where we have, that is the plane where you have that is the center, that is called what we call Ayam. Diese Ebene des Bewusstseins befasst sich mit dem Zentrum, das was wir vorhin das Ich Bin genannt haben. So these 3 planes, they exist in every atom, in every individual being and also in every cosmos. Diese 3 Ebenen sind vorhanden in jedem Atom, in jedem individuellen Menschen und im ganzen Kosmos. So Gayatri, this meter, that meter applies, or this meter governs, that is there functioning during the creation and before the manifestation of creation also. Also dieses Maß des Gayatri ist vorhanden und ist wirksam schon mit in der Entstehung der Schöpfung. Und das Maß war vorher da und ist immer da. And then
by uttering this mantram, Gayatri mantram regularly, what are the changes that happen in us? Wenn wir dieses Mantra am